Hallo liebe Freunde der Füße, Heilmittelverordnung 13 ist da das neue Muster und was war natürlich die erste, was ich bekommen habe, verkehrt ausgestellt. Auf was du achten musst und wie du zeitsparend das Ganze überprüfst, erkläre ich dir sofort. Seit 01.01.2021 gibt es die neue Heilmittelverordnung 13 in neuem Gewand. Ja, und wir Heilmittelerbringer müssen uns wieder umstellen. Wir müssen das Ganze kontrollieren. Wenn wir es nicht kontrollieren und wir geben das so zur Abrechnung, dann wird uns das Ganze natürlich nicht bezahlt, wenn es verkehrt ist. Es gibt für den Arzt zwei verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu bedrucken. Einmal diese blaue Vorlage, das ist dann auf einem Zettel. Und dann gibt es noch diese rosa Vorlage. Das ist auf 2 Zetteln und wenn man das so gegen das Licht hält, dann kann man da drinnen GKV lesen, das ist so ein Wasserzeichen. So, als nächstes, was kontrolliere ich? Ganz einfach, hier oben podologische Therapie für uns. Dann haben wir hier das nächste, sind die ICD-10-Codes. Da muss jetzt ich ehrlich dazu sagen, diese Codes kontrolliere ich nicht, ich kontrolliere, was hier daneben steht. Denn diese Diagnose muss in Textform ja hinterlegt werden. Wenn da jetzt steht Diabetes, diabetisches Fußsyndrom oder Polyneuropathie, bin ich schon glücklich. Da brauche ich dann nichts mehr umändern lassen. Diagnosegruppe DF, NF oder QF muss natürlich hier zu den ICD-10-Code passen, aber beim Diabetes passt es bei mir jetzt zusammen. A, B, C. C für podologische Komplexbehandlung, die der Arzt auch hier unten verschreibt. Hier hinten haben wir dann die Behandlungseinheiten. Der hier hat jetzt 6 Stück bekommen. Hier unten Therapiebericht. Ist es nicht angekreuzt, braucht ihr auch keinen schreiben. Hausbesuch, ja, nein. Und Therapiefrequenz, 4 bis 6 Wochen, ist auch Standard. Recht viel mehr kontrolliere ich auf der Vorderseite nochmal gar nicht. Die nächste Seite muss ich nicht kontrollieren, ist auch, nichts vom Arzt ausgefüllt, obwohl es sollte hier oben Name des Versicherten, Kostenträger und Versicherungsnummer, sollte schon drin stehen. Hier steht es einmal nicht drin, auch wieder mal verkehrt, habe ich selber nicht aufgepasst. Muss man dann noch ausfüllen lassen. Ja, hier hinten unterschreibt er dann der Patient. So, dann gibt es ja noch die Option hier oben, ganz oben, gebührenpflichtig, gebührenfrei. Dadurch, dass wir ja hier auf diesen Verordnungen keine Möglichkeiten mehr haben, die Zuzahlung aufzuschreiben, also irgendwie abzurechnen oder der Kasse kenntlich zu machen, dass wir diese Zuzahlung einbehalten haben, gibt es ja von den Patienten diese Zettelchen, also diese Kärtchen, das sind eigentlich Kärtchen. Diese Zuzahlungsbefreiungskärtchen kriegt jeder Patient, der zuzahlungsbefreit ist. Diese meistens 1 Jahr gültig. Ich kopiere mir die immer und stecke mir die dann in meine Kundenkartei rein, damit dass ich auch wirklich, wenn ich die Verordnung dann abrechne, auch den Beleg habe, dass der Patient gebührenbefreit ist. Hat der Patient keine Zuzahlungsbefreiungskarte, dann ist er auch nicht zuzahlungsbefreit. Denn nur mit dieser Karte fällt es eben weg. Und wie gesagt, jedes Jahr muss die neu kommen. Was mache ich jetzt mit den Verordnungen, die verkehrt ausgestellt sind? Gute Frage, haben wir immer wieder. Hier zum Beispiel die erste Verordnung, was verkehrt ausgestellt worden ist. Ich habe jetzt hier den Namen geschwärzt. Es ist alles natürlich verrutscht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Komplett verrutscht und man kann kaum lesen, wo irgendwas hinkehrt. Das Verrutschte macht eigentlich nichts, aber wir haben hier verstehen, Blanko-Verordnung. Stimmt nicht. Die Blanko-Verordnung für die Podologie gibt es noch nicht. Ich glaube erst ab April. Gut, was mache ich jetzt damit? So ist es ungültig. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze zur Krankenkasse einreiche, rechnet man die nicht ab und ich kriege kein Geld dafür. Somit muss das Ganze jetzt wieder zurück zum Arzt und geändert werden. Wie mache ich das am besten? Entweder man klebt hier so Papperle drauf, wo man dann hinschreibt, ändere mir das mit Stempel und Datum und Unterschrift des Arztes. Ne, Moment. Mit Datum und Unterschrift des Arztes. So rum. Der Stempel ist nicht mehr notwendig. Ich habe dann auch noch mir diesen schönen Vordruck gemacht. Dies ist das Muster, was bei der GKV auf der Seite ist. Und wenn jetzt ein Patient kommt mit einer falsch ausgestellten Verordnung, dann fülle ich das so aus,
damit das richtig stimmt. Und das gebe ich dann dem Patienten mit und der soll das dann der Dame am Tresen geben, damit das die das ordentlich ausstellt, das Ganze. Dürfen wir das Ganze so machen? Natürlich, wieso nicht? Wir wollen auch unser Geld haben. Was ist natürlich, wenn jetzt der Arzt sagt, so kann er das nicht ausstellen? Tja, dann hat entweder der Patient Pech gehabt oder wir, je nachdem, wann wir draufkommen, ob das Rezept jetzt verkehrt ist oder nicht. Solange bis das Rezept abgearbeitet ist und zur Abrechnung geht, solange können wir noch Änderungen an der Verordnung machen. Danach, wenn wir von der Krankenkasse retour kommen, haben wir sowieso so schon gelost, dann müssen wir 40 € Strafe zahlen quasi, damit wir dann den Rest vom Rezeptwert noch irgendwie bekommen. Aber naja, gut, ist so ausgehandelt worden. Ja, was gibt es dann noch zu sagen? Eigentlich war es das Ganze schon. Von Ausfüllen her ist es jetzt für den Arzt einfacher geworden. Das stimmt schon. Also der Arzt muss echt wenig ausfüllen und ja, es passieren trotzdem noch Fehler. So, jetzt einmal noch im Schnelldurchlauf, weil ihr müsst ja in der Praxis das binnen 2 Minuten kontrolliert haben, ob die Verordnung gültig ist. Ich nehme in meiner Praxis keine ungültigen Verordnungen an, sofern es mir auffällt. Auch mir geht einmal irgendwas durch die Lappen. Spätestens, wenn ich es dann ins Praxisprogramm eintrage, fällt dann das meiste auf. Aber selbst da ist mir schon einiges durch die Lappen gegangen. Hier oben, podologische Therapie muss angekreuzt sein. Das Datum sollte jetzt auch nicht vergessen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Das Datum, dann die Codes hier. Wie gesagt, beachte ich jetzt nicht wirklich. Für mich ist wichtig, was hier hinten steht. Dann Diagnosegruppe DF, ABC, ob da irgendwas ankreuzt ist. Die Leitsymptomatik können wir auslassen. Die Heilmittel nach Maßgabe. Podologische Komplexbehandlung, Hornhautabtragung oder Nagelbearbeitung ist dasselbe geblieben. Hier Behandlungseinheiten. Dann haben wir hier unten nach Hausbesuch Ja, Nein, Therapiebericht, ob da was steht. Therapiefrequenz 4 bis 6 Wochen. Und somit sind wir durch mit dem Kontrollieren. Hier haben wir eigentlich alles richtig, bis auf der zweiten Seite. Da fehlt hier oben Vorname des Versicherten, Kostenträgerkennung, Versichertennummer. Gut, das muss ich halt noch nachtragen lassen. Ansonsten ist die ganze Verordnung richtig ausgestellt und ich kann beginnen, die abzuarbeiten. Gilt jetzt für beide Vordrucke, das heißt entweder blau oder rosa, beide müssen gleich sein. Und wie gesagt, wenn das Ganze hier etwas verrutscht ist, ist das Ganze nicht schlimm. Hauptsache ist, man kann das Ganze hier auch ordentlich lesen. Gut, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen über die Heilmittelverordnung 13? Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Daumen nach oben natürlich hier lassen. Abonniert den Kanal und ich wünsche euch viel Spaß beim Abrechnen. Bin schon mal gespannt, was da wieder mal rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Eure Podologin Andrea. Tschüss.